Hallo und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Heute sind wir wieder in Mannheim am Porsche Zentrum mit Laura Siepert. Und to all your international viewers, no worries, English subtitles are included in this video. Und heute fahren wir ein Auto, was ich schon wirklich sehr, sehr lange mal ausprobieren wollte. Heute fahren wir 718 GTS. Du, aber ganz ehrlich, der hört sich auch trotzdem von außen mega gut an. Ja, hallo zusammen. Hier ist er, unser Neuankömmling, ganz frisch eingetroffen. 718 Boxster GTS in Kaminrot, finde ich die absolut richtige Farbe für das Fahrzeug. Ja, sieht krass aus. Ja, dann haben wir hier ganz GTS-typisch wieder die Heckleuchten abgedunkelt. Die Räder im Kontrast auch in schwarz. Dann haben wir dann auch die LED-Scheinwerfer abgedunkelt. Gibt eine klasse Optik. Und ja, das hier ist jetzt ein junger Gebrauchter, der ist aus 2019, hat gerade mal 22.000 Kilometer. Ausstattung bis unters Dach, also wirklich volle Hütte. Und ja, preislich liegt der bei 73.900 €. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß damit, gute Fahrt und dann sehen wir uns später. Und da seht ihr es wieder, wir haben den Björn natürlich auch wieder mit dabei. Der hat wieder spontan Zeit, super cool. Und der Björn hat diesmal auch seinen mega coolen 944 dabei. Das heißt, wir haben hier heute 4-Zylinder-Party am Start. 944 vom Björn und 4 Zylinder vom Porsche Zentrum Mannheim. Wir haben beide schon mal die Sonnenbrillen auf, um extra cool auszusehen, weil andererseits würdet ihr einfach nur so ein zugekniffene Gesichter sehen. Wir haben schon mal ein paar Aufnahmen gemacht. Boxster GTS, erster Eindruck finde ich ist, so wie ich es mir vorgestellt habe, ist wirklich ein cooles Fahrzeug. Der 4-Zylinder macht seine Arbeit unglaublich gut. Was auch, finde ich, ganz cool ist, der verbraucht wirklich wenig Sprit. Also direkt nach dem Porsche Zentrum auf der Autobahn fahren wir direkt im einstelligen Bereich. Das ist wirklich cool. In dem Kaminrot. Sieht natürlich auch unglaublich krass aus. Das ist schon ein echt cooles Teil. Das erste Mal 944 für mich. Das klingt noch ganz anders, wa? Das ist noch Panzer. Alter. Wie lange hast du den jetzt schon? 4 Jahre. 4 Jahre, Über okay. 4 Jahre. Während wir jetzt hier das Stadtchaos Heidelberg hinter uns lassen, meine Güte, sind hier Baustellen. Und ja, das hat aber alles wunderbar mit dem kleinen Boxster geklappt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich unbedingt 718 GTS fahren wollte.
Vor einem Jahr bin ich mal den 718 Boxster T gefahren. Das war eins, wenn nicht sogar das beste Auto für mich persönlich, was ich mal gefahren bin. Der hier hat ja den 4-Zylinder 2.5er aus dem Boxster S. Hier leistet das ganze Ding 365 PS anstatt 350. Und das ist auch einer so, sag ich mal, so der Sweet Spots, ne? Leistungstechnisch, was man so im Straßenverkehr braucht, um richtig Spaß zu haben. Alles drüber, so über 400 PS, da wird es schwierig. Ich habe es in der 992 Review schon mal gesagt, der war mir wirklich zu schnell mit seinen 450 PS. Der hier 365 PS ist wirklich perfekt. Man kann das einfach wunderbar benutzen. Man kann das, ohne einfach gleich 200 auf der Landstraße zu fahren, kann man das Fahrzeug einfach mal benutzen. Einfach im ganz legalen Bereich seinen Spaß haben. Und was natürlich alle Puristen bei diesem Fahrzeug so sehr kritisiert haben, der Klang im Vergleich zum Vorgänger, zum 981. Der ist auch wirklich schlechter, da muss ich auch ganz ehrlich sein. Der klingt nicht ansatzweise so gut. Aber, sagt man ja immer so schön, ne? Das gute alte Aber. Ich finde es nicht schlecht. Also mir gefällt ein Auto, was im Stadtverkehr einfach relativ ruhig ist, was nicht schreit. Der 981 ist sehr laut. Und ich glaube, das wird mir beim 4.0 auch nicht unbedingt gefallen. Ich finde, es passt zum Charakter des Fahrzeugs einfach sehr gut. Ab 5000 schreit er hier auch wunderbar. Gerade in der Kabine klingt das wirklich auch gut. Wer hier wirklich einen Sportwagen sucht, der wirklich extrem sportlich ist, sich gut anhört, komfortabel, super aussieht, Qualität ist auch wunderbar hier im Interieur. Zeige ich euch gleich später nochmal im Detail. Für den ist das hier das Auto wirklich. Und der hier ist tatsächlich nicht viel langsamer als ein Boxster Spyder. Im normalen Straßengebrauch wird man da keinen Unterschied, wirklich keinen Unterschied spüren. Hier die Straße ist richtig wackelig, wirklich unbequem. Und das Auto super komfortabel. Für einen Sportwagen 1A. Und er hat sofort Drehmoment. Ne? Das ist Turbomotor, ist halt ein Turbomotor. Das darf man da auch nicht verkennen und das funktioniert echt gut. Wenn man jetzt einfach wieder einen Ort fährt, normaler Modus, Automatik und man stört keine Sau. Ein ruhiges Auto, so wie man es möchte. Bei mich persönlich stört das unheimlich. Also ich mag das gar nicht, wenn ich denn da negativ auffalle, weil ich laut in der Nachbarschaft unterwegs bin oder so. Oder auch auf einer Langstrecke. Wenn man jetzt mit dem Auto kann problemlos 1000 Kilometer fahren. Der Motor stört einen nicht. Der kann sehr leise sein, das hat wirklich Vorteile. Das können andere Porsche-Motoren nicht. Es ist einfach ein kleines, witziges Auto, dieser Boxster. Wirklich cool. Wird beim Cayman genau dasselbe sein. Das ist eigentlich genauso, wie man sich einen Sportwagen vorstellt. So muss das sein. Ja, und da haben wir den Kollegen hier hinter uns. Sieht toll aus in diesem Rot und jetzt schönen Spot gefunden, habe ich mal in Ruhe. Zeige ich euch das Fahrzeug mal wirklich im Detail. Die ganzen Ausstattungsmerkmale hier. 718 GTS in Karminrot. Wirklich ein toller Farbton, sieht super aus. Wir haben vorne das beste Lichtpaket, das heißt LED PDLS Plus. Und das heißt, hat auch diese 4 netten Tagfahrlicht-LEDs. Das gibt dem den typischen Porsche-Look. Finde, das ist auch Must-Have beim Boxster, zumindest beim GTS. Wer es einen ganz, ganz günstigen haben will, da ist es dann auch egal. Ja, Sportdesign-Paket natürlich vorne verbaut, teilweise auch in schwarz lackiert. Und da muss man dann höllisch aufpassen, dass man da unten nicht Kratzer reinfährt. Die Düsen für die Scheinwerfer zum Waschen, die sind auch in Wagenfarbe lackiert. Das ist tatsächlich nicht günstig bei Porsche. Das kostet für so ein kleines Teil zu lackieren tatsächlich richtig Geld. Aber sonst diese Scheinwerfer, die sehen echt cool aus und sieht so viel besser aus als das normale Lichtpaket. 20 Zoll Räder mit der Stahlbremse, Keramikbremse gab es ja auch optional.
Ja, aber die braucht man nicht wirklich. Die funktioniert schon echt richtig gut. Auf 20 Zöllern, das Auto sieht auch echt gut aus, wie das da steht. Ne? Hat auch, glaube ich, noch die Tieferlegung drin. Und ja, kleiner GTS-Schriftzug da unten. Und wir haben auch die Türöffner in schwarz lackiert. Das sieht auch schon richtig cool aus. Also ich finde, vom optischen her ist der 718 wirklich eine Menge besser als der Vorgänger. Gerade hier das Heck, das sieht einfach unheimlich gut aus mit dem Doppelauspuff da unten. Der neue 4 Liter, der kriegt ja eine ganz andere Auspuffanlage und da bin ich ehrlich, mir gefällt die nicht. Mir gefällt die auch auf dem GT4 nicht. Da bin ich auch nicht der Einzige. Hier ist das kleine doppelte Endrohr unten in der Mitte, das sieht einfach so viel besser aus. Rechts und links rot lackiert und das ganze Schwarze hier ist tatsächlich auch schwarz lackiert. Alles nicht günstig gewesen. Das ganze Fahrzeug bestimmt über 100.000 Euro. Porsche-Schriftzug oben in der Mitte, rechts und links, die Heckleuchten sind verdunkelt. Also von außen macht es wirklich einen Top-Eindruck und innen wird es, finde ich, sogar noch besser. Das Fahrzeug ist komplett mit Leder ausgestattet. Also da fehlt wirklich nicht viel. Machen wir uns einfach mal fix rein hier. Das heißt, hier bis hier vorne, nur das da ist aus Plastik, bis hierhin ist alles beledert. Um das Sport Chrono rum ist alles beledert. Aluminium-Zierleisten und hier auch noch was schön mit den ganzen Ziernähten. Das gibt dem Fahrzeug wirklich einen viel hochwertigeren Look, als wenn da gar kein Leder dran wäre, was bei vielen GTS tatsächlich auch der Fall ist. Soundpaket ist Bose verbaut. Das ist ja das mittlere, es gibt ja auch noch das Burmester, aber hier das Bose, das sollte man auch wirklich haben, weil das andere, das klingt wirklich nach nicht viel. Also das hat Porsche bestimmt mit Absicht gemacht, dass man sich das Bose holt, zumindest das bisschen Optionen reinbaut und sie ein bisschen mehr Geld verdienen. Ist ja beim Gebrauchtwagen egal, der Preis steht ja dran. Und ja, hier das Bose würde ich auf alle Fälle empfehlen, wenn man so ein Fahrzeug sucht, sollte zumindest das verbaut sein. Ich finde, es sollte auch immer ein bisschen Leder drin sein. Wenn man das Alcantara mag, ist ja beim GTS tatsächlich sehr häufig verbaut, ist das auch super. Und jetzt gehen wir mal auf den Fahrersitz, dann zeige ich euch mal das Beste an diesem Interieur. Weil dieses Fahrzeug ist ausgestattet mit Sachen, die tatsächlich nicht häufig sind. Gerade auf 718ern, die sind nicht immer gut ausgestattet. Das ist halt der günstige Porsche und der hier ist halt absolut nicht mehr günstig. Und da ist mit Abstand eine der teuersten Optionen 18 Wegesitze. Das ist selten. Viele GTS haben einfach die normalen Sitze, die man nur teilelektrisch hat, wo nur die Rückenlehne verstellbar ist und dann vorne hinten ist manuell. Ja Leute, der hier hat alles. 18 Wege, das heißt, man kann auch hier die Polster sich einstellen, man kann das vorne rein und rausfahren und natürlich den ganzen anderen Kram und dann natürlich das Memory-Paket verbaut. 18 Wegesitze ohne Memory-Paket. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber wenn man sowas sieht, Finger von lassen, weil sich 18 Wege einstellen, ohne das abspeichern zu können und dann fährt jemand anderes das Auto. Hölle, sage ich euch, Hölle. Aber hier hat er natürlich, macht es wirklich sehr cool. Witzig beim Boxster ist, und auch beim Cayman, dass man die Sitze trotzdem nach vorne klappen kann. Und ja, wenn man so ganz Kleinigkeiten hat, dann kann man hier tatsächlich noch hinten seine Jacke dran aufhängen. Und ich finde, das sind so Kleinigkeiten, an die Porsche manchmal denkt. Und ich finde es auf alle Fälle klasse. Sonst das Fahrzeug ist ausgestattet mit der Standard-Klimaanlage. Das heißt, die ist keine Automatik, die muss man manuell steuern. Finde ich, ist aber gar nicht so schlimm. Wir können den Sportauspuff ausmachen, Start-Stopp ausschalten, wir können die Traktionskontrolle ausschalten und wir können natürlich das Fahrwerk härter schalten. Muss man eigentlich gar nicht alles bedienen. Das kann man eigentlich alles über den Mode Selector, über das Sport Chrono Paket machen. Den haben wir hier. Das ist hier das Sport Chrono Paket. Wenn man hier auf die Mitte drückt, der Sport Response Button, dann springt das Fahrzeug in die optimale Leistungsposition. Genau, geht ein paar Gänge runter und dann kann man perfekt überholen. Ich finde, das ist eher ein Komfort-Feature, habe schon mal in der Cayenne GTS Review gesagt, weil das macht das Überholen einfach so viel angenehmer. Man drückt das Ding, der macht alles und dann, wenn man den Überholvorgang abgeschlossen hat, dann drückt man das wieder und fährt einfach weiter. Man braucht nicht in Sportmodus gehen, man braucht die Pedals hier nicht bedienen, das funktioniert alles so wunderbar. Was ich ganz cool finde, der hier hat einfach das schwarze Tachoblatt mit der orangenen Nadel. Und wer das jetzt nicht hübsch findet, ja, ist okay, stimme ich vollkommen zu, ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber ich so richtig als Porsche-Fan, ich liebe das, weil das ist für mich die typische Porsche-Nadel. Die ist so gewesen seit dem G-Modell und orange auf schwarz ist natürlich unheimlich gut ablesbar. Viel besser als jetzt, viele haben ja auch das weiße Blatt, das finde ich sieht gar nicht gut aus, da sieht man auch alle einzelnen Anzeigen, Lichtchen.
Das hier, finde ich, ist mit Abstand die beste Variante. Sieht einfach clean aus. Dann das Fahrzeug hat den normalen Tempomaten, das heißt, wir haben kein Radar vorne. Da muss man dann natürlich, wenn man an Radar gewöhnt ist, müsste man sich dran gewöhnen. Ich finde es aber auch jetzt nicht allzu schlimm. Also bei dem Fahrzeug passt das ganz gut. Radar wäre natürlich schöner gewesen, da bin ich auch ganz ehrlich. Ja, also für mich, ich finde das wirklich ein geniales Auto. Hätte ich die Kohle, der wäre jetzt verkauft, bin ich ganz ehrlich. Ich wollte ihn ja auch unbedingt fahren. Also das ist jetzt ja nicht so, dass die Laura Siebert gesagt hat, hier Michael, das Auto müssen wir loswerden. Ich habe gesagt, Laura, ich will den unbedingt mal fahren. Ich finde den Motor auch wunderbar. Gerade auf längere Distanz, während mir hier der Schweiß läuft, sorry Leute. Gerade auf längere Distanz, der Motor ist unheimlich gut. Er ist halt ruhig, man kann 1000 Kilometer fahren, das ist gar kein Problem. Die Reichweite von dem Fahrzeug ist natürlich auch gut, weil der Verbrauch ist einstellig auf langen Distanzen, gerade wenn man im Ausland unterwegs ist. Hier auf der deutschen Autobahn, wenn man tritt man ihn halt, ne? Ist halt so. Dann, wenn man 200 fährt, fährt man 200. Aber im normalen Gebrauch einstellig. Einstelliger Verbrauch, das ist selten beim Porsche. Und das Fahrzeug ist natürlich auch praktisch. Also, jemand, der jetzt vielleicht gar nicht so auf Sportwagen steht, hier ist wirklich ein praktischer. Also wir haben hier hinten einen Kofferraum. Da passt auch ein bisschen was rein. Das sieht auf dem Video immer kleiner aus, als es tatsächlich ist. Also kann ich wirklich nur mal empfehlen, ins Porsche-Zentrum zu gehen, sich das auch wirklich anzuschauen. Da passen mindestens 2 große Taschen rein. Mindestens. Vorne, Porsche typisch, natürlich noch ein großer Kofferraum, wo ich jetzt mein ganzes Videomaterial drin habe. Und ja, da passt mindestens eine Kiste Wasser rein und mindestens 2 große Koffer, sag ich mal. Und das ist alles wirklich perfekt zum Reisen, ist das Auto auch gemacht. Ist natürlich jetzt kein Kombi, wollen wir realistisch sein, da passt im Vergleich zu anderen Autos natürlich weniger rein. Für 2 Personen ist das aber vollkommen ausreichend, also gar kein Problem. Und natürlich andere Sachen kann man ja auch noch hinter den Sitzen aufhängen, sowas wie Hemden oder Kleider oder sowas. Also das wäre auch sowas, was ich mit dem Auto sofort anstellen würde, wenn das meiner wäre. Erstmal nach Spanien, Italien, Frankreich, kleine Europatour. Da hätte ich richtig Bock mit den Kollegen hier drauf. Ich finde, der 718er sieht einfach geil aus. Sieht wirklich schnittig aus, sieht wirklich gut aus, auch mit dem Sportdesign-Paket vorne. Ich mag das Auto wirklich, Leute, ich mag das. Und ja, und so wie ich das Auto mag, mögt ihr vielleicht hoffentlich auch dieses Video. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich habe in der Videobeschreibung den Link zu dem Fahrzeug, dem Link zu allen Gebrauchtwagen von Porsche Mannheim. Wer das Video sieht und der Link zu dem Fahrzeug, der funktioniert nicht mehr, dann wurde er wahrscheinlich verkauft. Preis sind jetzt knapp 73.000 Euro. Ich denke mal, der war aber über 100.000 neu. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zu einem Video, wenn wir Porsche fahren. Das war's bis hierhin. Allah, ciao!